Ich kann vielleicht mit Tarek. Also wir treffen uns heute die Workshop-Dozenten von der Banda Kommunale und wir sprechen ein paar Dinge über Workshop, neue Konzepte zu erfinden gemeinsam. Wir versuchen immer neue motivierte Themen zu erfinden, der trifft uns persönlich und auch als Band sozusagen. Oder sowas und das sind Isolierrohre. Und Eimer? 20? Mehr. 50? Das sind die Workshop-Materialien. Wir wollen morgen mit Kids die Flöten bauen und dazu brauchen wir halt so ein paar Dinge, Holzstäbe, Schleifpapier und diese Plastikrohre, die werden wir dann zersägen und daraus Flöten basteln. Wir haben neue Dozenten heute auch dazu, die haben sich ein bisschen vorgestellt. Wir müssen auch musikalische Sachen besprechen. Sehr schön. Ja, genau, die kommen. Wir fangen gleich an mit der Probe. Das ist ein orientalisches Instrument. Das gehört zum Beispiel Syrien, Iran, Türkei und so. In dem Workshop-Projekt veranstalten wir transkulturelle Musiktage. Wir fahren in Grundschulen, in Oberschulen und Gymnasien und im Anfangsteil stellen wir uns vor als Band, wir machen ein kleines Konzert, wir erzählen auch unsere persönlichen Geschichten in diesen Konzerten und im zweiten Teil geht es dann meistens in so eine Art wie Workshop-Abschnitt, wo in so eine Art wie Rotationsverfahren die Kinder und Jugendlichen 4 verschiedene Stationen erfahren können, wo in diesen Workshops, in diesen kleinen Workshops was passiert. Und dann versucht ihr so eine kleine schräge Rutsche hier reinzufeilen. Ich glaube, auch Kindern geht es ähnlich wie Erwachsenen zurzeit, dass sie von der Komplexität der Welt und gesellschaftspolitischen Themen und auch der Corona-Situation einfach überfordert sind und Probleme haben, sich zu positionieren, weil sie halt, wie gesagt, vom Elternhaus das hören, von den Lehrern das, dann kommt noch irgendwie Banda Kommunale und erzählt nochmal was anderes. Also ich glaube, Kinder haben es heutzutage schwerer als ich, als ich Kind war. Es gibt Kinder, die trauen sich nicht und es gibt Kinder, die trauen sich. Und die Kinder, die sich trauen, die kann man unterstützen, indem man einfach ihnen weiter mehr Futter gibt, dass sie die Ideen und die Potenziale haben, die sie sozusagen drin haben, entfalten. Und die Kinder, die sich nicht trauen, die muss man tatsächlich ermutigen. Aber nicht aus dem Grund, dass es irgendwie ein Muss sein soll, sondern weil dort häufig Unsicherheiten und Blockaden drin sind, die man eben, wenn man auf die Kinder eingeht, tatsächlich auflösen kann und auch, sagen wir mal, ja, das Ausdruckspotenzial, was halt so ein Kind hat, was sich nicht traut, rausholen kann. Und deswegen finde ich Ermutigung ist wichtig. Ich bin heute durch alle Workshops von der Banda Kommunale mit durch und habe die Kinder beobachtet und fand dabei eigentlich am coolsten zu sehen, wie aktiv und konzentriert die dabei waren. Es ist immer was anderes, wenn nochmal jemand von außen kommt sozusagen und denen was beibringt oder denen was vermittelt, als wenn es immer nur die Lehrkräfte sind, nur in Anführungsstrichen. Die Kinder sind häufig nur in der Schule und wegen den Kontaktbeschränkungen fehlt es dann an anderen sozialen Bezügen, um sich auszutauschen, um sich zu reflektieren und vielleicht auch andere Meinungen zu hören. Das Ziel ist tatsächlich, dass die Kinder und Jugendlichen uns kennenlernen. Auf der einen Seite manchmal auch sogar einen Erstkontakt haben mit Kunst, mit Musik, mit Tanz und das Zweite, die Möglichkeit haben, auch Fragen zu stellen und mit uns in eine Diskussion zu gehen, mit uns auch sich mit den Biografien und den persönlichen Geschichten der Leute auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass die Kinder und Jugendlichen gerade haben wirklich so viele Herausforderungen, weil es ist nicht so leicht, dass die zu Hause ein paar Meinungen hören,
in der Schule vielleicht noch anders, mit Freunden noch anders und dann die müssen sich finden in diesem Chaos. Ne? Dann kommen wir vielleicht noch dazu mit Workshops zur Schule und sagen, hallo, wir sind so viel bunt, vielfältig, wir machen so viele Dinge, so viele Sprachen und das ist schon viel, das kann ich mir gut vorstellen für die Kinder, aber ich finde das doch gut, dass sie einfach von Anfang an das spüren, dass es so viele verschiedene Dinge in der Welt gibt. Nicht nur ich oder meine Familie oder meine Sprache, sondern auch so viele andere Sachen. Wir wollen zeigen, dass es einfach auch ohne Hassen funktionieren kann in der Gesellschaft. Und die Workshops sind eigentlich dafür auch da. Also um zu zeigen, naja, wir kommen alle aus verschiedenen Ländern und das funktioniert trotzdem wunderbar. Ich denke, Prohlis ist ein spezieller Ort, weil hier viele herkommen, die noch nicht lange in Deutschland sind, die noch nicht lange in Dresden sind, die viele Probleme gleichzeitig bewältigen müssen und wo auch sich an den Schulen viel sammelt, viel gegeneinander auf der Straße passiert. Und da wollen wir einen Gegenpol setzen. Wir wollen miteinander, mit den Kindern irgendwas gestalten und miteinander musizieren, miteinander Ziele verfolgen. Bei verschiedenen Orten und vor allem bei Mosaik. Das ist eigentlich ein soziales, musikalisches Projekt. Wir geben die Kinder kostenlose Musikunterricht 3-mal pro Woche, auch kostenlose Instrumente. Die sollen nur einfach da sein mit guter Laune, da können wir uns zusammen musizieren. In diesem Projekt unterstützen oder fordern wir quasi so viele Werte wie Toleranz, Teilhabe an dieser Gesellschaft, viele Kinder mit verschiedenen Hintergründen, auch Sprachprobleme und da kommen die in diesem wunderbaren großen Raum und dann spielen die ein Stück, wo die gemeinsam einen wunderbaren Musikstück gemeinsam spielen. Also in Mosaik, es geht wirklich darum, dass es jetzt in Prohlis in Dresden, für diejenigen, die nicht kennen, dort wohnen so viele Nationalitäten und durch Mosaik versuchen wir, dass die Kinder, die dort zusammen wohnen, netter zueinander zu sein durch die Musik. Das ist einfach das Ziel, dass sie einander akzeptieren und miteinander Musik machen. Ich würde mir generell wünschen, dass die Leute netter miteinander umgehen. Ich glaube, es müssten mehr soziale Räume geschaffen werden, wo die Menschen sich begegnen. Und ich glaube, das ist eigentlich der große Punkt, was es eigentlich fehlt, oft. Dresden ist so eine schöne Stadt und ich wünsche mir, dass diese Stadt einfach offen sein kann in Zukunft. Also ich glaube, es gibt nur 2-3 Viertel in der Stadt, wo man sich als nicht fremd fühlt. Es gibt aber so viele Viertel in der Stadt, die einfach vergessen sind. Aber dort, wo so viele Nationalitäten zusammenleben sollen, da braucht Unterstützung einfach. Wirklich so viele soziale Räume, damit sie sich begegnet, nicht nur im Supermarkt mit so einem Blick, der so komisch ist, damit sie einfach mehr übereinander wissen. Nicht nur diese Vorurteile von Medien oder Zeitungs- oder große Eltern oder was weiß ich.